Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich bin der Christoph seitens Proservatna Digital Transformation Director für die Dachregion. Und in dieser Folge tauchen wir tief in die Welt der digitalen Transformation und Prozessautomatisierung ein. Wir sprechen darüber, wie SaaS, also Software as a Solution Tools, in Unternehmen eingesetzt werden, sei es in-house entwickelt oder extern integriert und wie man dann den ROI solcher Technologien messen kann. Dafür habe ich heute zwei herausragende Experten eingeladen, die ich euch vorstellen möchte. Alexander ist ein erfahrener Experte für digitale Transformation und Geschäftsprozessoptimierung bei Momentive Performance Materials seit 39 Jahren. Das ist daneben eine Ziffer. Er trieb innovative Lösungen voran oder treibt weiter, insbesondere im Bereich Automatisierung und Effizienzsteuerung innerhalb der Finanz- und Betriebsprozesse. Also vielen Dank, Alexander, heute für dein Dasein. Mein zweiter Gast ist Claudio, ein Spezialist für digitale Transformation und Automatisierung bei Delivery Hero. Mehr als 15 Jahre im Geschäft. Er beschäftigt sich intensiv mit der Implementierung innovativer Technologien und Geschäftsabläufe effizienter und skalierbarer zu gestalten. Besonders spannend ist ein Blick darauf, wie Technologien und Finanzbereiche erfolgreich zusammenarbeiten und welche Mehrwerte die Synergien schaffen können. Und heute teilen wir uns wertvolle Einblicke, Herausforderungen und Best Practice aus der Welt der digitalen Prozessautomatisierung. Also ich freue mich auf wirklich eine spannende Diskussion mit wertvollen Einblicken und praxisnahen Erfahrungen, die ihr habt. Lass uns dann direkt loslegen. Erste Frage, Claudio, an dich. Einsatz der SaaS-Tools in eurem Team, in-house, besser extern entwickeln. Wie sieht es bei euch aus? Bitte sehr. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freue mich dabei zu sein. Und wir haben eine sehr, sehr breite Applikationslandschaft bei uns bei Delivery Hero. Wir haben natürlich die Plattform und so sehr, sehr viele Sachen, die selbst entwickelt sind und auch das ist auch unser Geschäftsmodell und unser Wettbewerbsvorteil. Aber im Finance-Bereich haben wir auch sehr viel Software as a Service und Standardapplikationen, die wir nutzen. Und ich würde gerne ein bisschen was erzählen, wie wir gerade im Finance-Bereich, was mein Fokus ist, da Prozesse automatisieren und Applikationen automatisieren. Also wir sind relativ intensiver Nutzer von UiPath für Prozessautomatisierung und RPA und nutzen das auch sehr gerne, weil wir die Flexibilität mögen und die Erfahrung gemacht haben, dass gerade bei uns im Finance-Bereich, wo wir diese Standardapplikationen haben, sehr gut zwischen den Applikationen automatisieren können, aber auch innerhalb der Applikationen. Und wir versuchen immer erstmal in den Core Applications selbst was zu machen, um jetzt eine Effizienzsteigerung zu haben. Aber wenn das zu lange dauert oder zu aufwendig ist oder aus anderen Gründen nicht passt, dann ist das eigentlich für uns eine sehr gute Lösung, und mit der wir sehr gute Erfahrung gemacht haben. Ja, sehr gut. Das klingt spannend. Also UiPath, Prozessmodellierung. Wie hat es damit angefangen? Also war das so gleich, ja, wir wählen uns UiPath oder gab es da irgendwie auch andere, sage ich mal, so Firmen auf der Linie und wie kam es zu der Idee, einfach den Prozess neu zu modellieren oder nachzusehen? Also unser Team, als das angefangen hat, hatte schon einen Fokus auf Prozessen und Prozessmodellierung. Und dann kam halt so vor ein paar Jahren, haben wir angefangen, halt diese Expertise aufzubauen und uns mehr auch auf die Automatisierung zu stürzen. Und wir haben tatsächlich dann sogar mit Rosa Wagner angefangen, ganz am Anfang bei RPA aufzubauen und haben dann klein angefangen mit kleinen Prozessen und kleinen Automatisierungen mit relativ niedriger Komplexität, die Low-Hanging Fruits natürlich, und haben uns dann langsam gesteigert und dann auch festgestellt, dass wir das gut ergänzen können mit anderen Technologien, AI-basierte Sachen zu machen und dass das ganz gut für uns funktioniert. Sehr gut. Nee, dann das freut immer zu hören, wenn man da gute Praxis darüber hat. Alexander, was denkst du darüber? Wie sieht es bei euch aus, bei Momentive? Ja, auch erstmal Dankeschön für diese Möglichkeit, halt auch ein bisschen an Erfahrung zu teilen.
Ich bin natürlich immer auch gerne für auch Outside-In da, na, weil man möchte sich austauschen. Ähm, Momentive Performance Materials ist natürlich im B2B-Business unterwegs, ne, also was völlig anderes. Und also klassischer Chemiekonzern hat natürlich sehr große verschiedene Betriebsabläufe im globalen Konzern, die dann auch dargestellt werden müssen. Also das heißt, von den Anforderungen sind wir da vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Klassisch natürlich gewachsen und auch aus der Historie unseres Konzerns heraus. Zum Beispiel Bayer als deutschen Standort im Silikonbereich hatte ursprünglich bis zu den 2000ern ein eigenes internes ERP-System und das war doch wirklich noch sehr in den Anfangsschuhen so. Und wenn man sich jetzt diese Geschwindigkeit der Entwicklung ansieht, auch jetzt mit allen neuen Themen von Ja, künstlicher Intelligenz etc., da geht es natürlich extrem schnell voran. Und Schnelligkeit muss dann kombiniert werden mit, was brauchen wir, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Also der erste Blick, egal was es ist erstmal immer, was brauchen wir, um entweder wettbewerbsfähig zu werden, zu bleiben oder einen Vorteil zu schaffen? Also die ja, Motivation muss da erstmal geklärt werden, weil es ja, hängt ja immer davon ab, wo wollen wir hin, was wollen wir, was dann entscheidet darüber, können wir es selber machen, haben wir diese Expertise in-house, wie schnell muss das gehen, um dann letztendlich dann auch zu entscheiden, okay, wir können etwas entwickeln. Oder wir müssen tatsächlich oder eruieren dann halt Player, die schon dort diese Erfahrungen haben, wo man, ich ja. sag mal, schneller einkaufen kann. Ne? Mal ganz schnell so. Genau. Ja. Nee, klingt auch wie, also bei euch, wie sah der Plan aus? Wo seid ihr, sage ich mal, so mit entweder einer Implementierung oder Inhouse-Entwicklung? Was ist Ja, später das und ist schneller? auch. Ja, Ja, also wir sind tatsächlich dann auch ein Unternehmen, was auch durch verschiedene Eigentümer gegangen sind. Also momentan sind wir koreanisch gehalten ja, und auch jedes Mal ist es natürlich wieder, wenn man natürlich fusioniert in diversen Bereichen, dann hält man natürlich gerne gegenüber verschiedene Systeme gegeneinander. Und dann auch in diesem Fall dann, okay, intern, extern. Ein Beispiel zum Beispiel, wir aus dem ehemaligen Bereich, also noch nicht koreanisch, wir haben zum Beispiel als SAS-Tool, wir nehmen zum Beispiel Salesforce, ja, verwenden wir. richtig. So, KCC als neuer Eigentümer, Korean Chemical Company, haben ihr eigenes Salesforce-Tool entwickelt. Hm. So, jetzt kann man sich das gegeneinander halten. Jetzt ist es der klassische Fall einer Wirtschaftlichkeitsprüfung. Also erstmal prüfe ich natürlich die Funktionalitäten, ja. Und dann kommt da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, Ja, ROI etc. Dann prüft man das. Und das ist auch sehr wichtig zu verstehen, weil es gibt oft immer da wird etwas gefordert, man implementiert das, egal ob es jetzt extern wie jetzt zum Beispiel Salesforce ist oder wir arbeiten auch mit Workday, wir haben insgesamt als globales Unternehmen, wir haben 48 verschiedene Softwares oh, in allen Bereichen und ich decke nur den Supply Chain Bereich ab ja, und da sind wir bei etwas weniger. Aber das ist dann die Frage, wo es dann darauf kommt, okay, welchen Vorteil habe ich, was ist die Value Add, was will ich erreichen und dann auch in diesem ganzen Thema Umsetzung, ja. Umsetzung, Ausführung. Bringt mir das Tool, was ich eingeführt habe, wurde es adaptiert, etc. und bringt mir das tatsächlich den Vorteil, den ich in einem Projekt auch vorangegeben habe, ja. Richtig, vielen Dank, Alexander. Das klingt wirklich auch sehr spannend, interessant von einer so viele Tools auf einmal. Wie bemisst man jetzt das gerade? Ja, und dazu komme ich gleich zu der zweiten eigentlich Frage. Claudio, vielleicht zu dir. Genau, Bemessung der Return of Investment. Großes Wort heute. Wie kann ich wissen, ob eine Technologie, die ich entweder eingekauft habe oder selber entwickelt habe, wie gut ist die? Und genau, so wie das Alexander gezeigt hat, Salesforce hier und hier zwei verschiedene Einheiten. Wie kann man das zusammenbringen, benchmarken? Aber wie sieht es bei euch aus mit der Bemessung und Adoption? Also für mich sind die zwei Themen wichtig.
Ja, gerne. Also es ist ein sehr interessantes Feld und es ist natürlich auch ein relativ umfangreiches Feld. Ich glaube, man kann es dann doch am Ende, wenn man möchte, sehr, sehr komplex machen. Ja. Ähm, Wir haben von Anfang an uns stark darauf fokussiert, dass wir bei den Automatisierungen stark auf einen Business Case gucken, was bringt uns das und im Vergleich auch zu der Komplexität, das zu implementieren. Wir haben versucht, das Verfahren dafür relativ einfach zu halten, dass wir gucken, fokussieren uns vor allem auf die Stunden, die wir einsparen würden, die wir Mhm. vom Business genannt kriegen oder vom Geschäftsbereich als Business Case. Ähm, und natürlich auch andere Savings wie direkte Kostensparung oder halt einfach Effizienzgewinne und setzen die in Verhältnis zu dem Aufwand, den wir sehen für die Implementierung und auch für die Kosten an Lizenzen und was man alles dann noch hat. Ähm, das hat uns von Anfang an sehr geholfen, die richtigen Sachen zu identifizieren. Wir haben aber auch gemerkt, es gibt manchmal auch, zumindest im Automatisierungsbereich, Dinge, wo die Quantifizierung des Nutzens relativ aufwendig ist und man sich dann auch manchmal fragen muss, lohnt sich das jetzt bei sowas, die Qualität also wie komplex möchte man das dann vorantreiben? Aber wir kommen ganz gut voran wenn wir uns auf die monetären Impacts fokussieren und halt auch die gesparten Stunden. Hm. Das klingt für mich sehr so, als ob das ein internes oder dann entweder externes Projektteam oder ein Projektteam aufgebaut wurde, ja, wo die Steuerung durch das zentrale Projektteam aufgebaut wurde. Oder war das mehr so durch lokale Projektteams Also geführt? wir haben für die Automatisierungsthemen haben ein COE aufgebaut, ein Center of Excellence, was eine eigene Methodologie hat und ein Operating Model. Und als Teil dieser Methodologie haben wir klare Kriterien, welche potenziellen Projekte wir uns ansehen und wie wir die bewerten. Und das haben wir auch relativ früh angefangen und damit losgelegt. Und was noch ein anderes Element ist, was mir sehr wichtig ist, das haben wir auch relativ früh gestartet, ist, die Sachen auch sichtbar zu machen. Das eine ist, vielleicht seine Excel zu haben und den Business Case durchzurechnen und es sich genehmigen zu lassen. Ja. Wir haben auch relativ schnell einen großen Fokus darauf gelegt, intern die Dashboards zu bauen, um diese Sachen sichtbar zu machen und messbar zu machen und das auch größtenteils frei verfügbar zu machen. Und Hm. vielleicht noch ein Punkt, was du ja auch noch angesprochen hast, die Adoption. Das ist für uns auch ein wichtiges Thema, was wir uns danach angucken. Wir haben einmal die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, am Anfang genau hinzugucken, was wir einführen, was wir automatisieren, was wir umsetzen wollen und genau zu schauen und auch den Prozess zu schauen. Und das andere ist, dass wir uns das auch regelmäßig anschauen und messen, wie weit wird es wirklich genutzt. Stimmt das, äh, Mhm. was wir am Anfang als Information bekommen haben? Auch wirklich mit der Realität überein, werden die Sachen wirklich verwendet und schalten dann auch regelmäßig Sachen wieder ab, wenn es sich nicht lohnt oder wenn es sich nicht rechnet. Ja, also Visibilität und Kontrolle von den Tools ist dann eben, sage ich mal so, immer der Schlüssel von jeder Automatisierung oder Genau. die man hat. Sehr gut, okay, vielen Dank. Alexander, du hast das Thema schon ein bisschen so angestoßen mit dem ROI und Adoption. Äh, bitte, wenn du weiter. Ja, so verschieden wir in der Auswahl, Anwendung, Hierarchie etc. jetzt gegenüber, was Claudia dargestellt hat bei Delivery Hero sind, so gleich sind wir natürlich, wir sind ein Unternehmen, es geht um Profit, es geht um Wettbewerbsfähigkeit, Ja. es geht um einen Vorteil, den man sich durch diese Automatisierung schaffen kann oder möchte in Bezug auf die klassischen Hauptbedingungen für sowas, nämlich besser den Kunden zu bedienen, schneller zu bedienen, also Service in erster Linie und natürlich dann die Kosten. So, das heißt der Nutzenvorteil. Also die Evaluierung auch bei uns global zentral über halt so ein COE Center of Excellence gesteuert. Auch das Projektmanagement ist zentralisiert, in-house mit dem COE. Also das heißt, das ist dann so ein Partnership, also
die IT-Abteilung, die letztendlich für das reine Programmierung da ist, aber das COE halt für die Prozessgestaltung. Alles hört sich sehr ähnlich an. Ich glaube, da könnte, egal ob einer von Delivery Hero spricht oder Momentive, könnte ausgetauscht werden. Ja, Das ist sehr gleich, sehr ähnlich. Natürlich hat man dann in diesem Feld natürlich dann wichtig, dass man genau das Ziel vorgibt, was man erreichen will, um es dann natürlich auch zu messen. Und genau auch da sind wir. Das allererste ist natürlich dann die Sichtbarkeit zu haben über Dashboards, ne, um aus diesem, wie man so schön sagt, from Drift to Drive. Ne? Also wir genau. wollen nicht irgendwo hingleiten oder driften, sondern wir wollen genau dieses Ziel erreichen und so natürlich dann auch sehen, ob wir das, was wir eigentlich erreichen wollten, über diesen Business Case auch erreichen und ob wir dann auch wirklich die Vorteile sehen durch, ne, also die klassischen Kostenreduktion, teilweise Automatisierung bedeutet ja letztendlich nichts anderes wie mit Mitarbeiterzeiteinsparung. Richtig. Ja. Oder weil der Prozess halt auch einfacher dargestellt ist, leaner, also geradliniger und dass halt diverse andere Dinge dann rausgenommen werden, weil sie nochmal umgearbeitet werden, nicht mehr umgearbeitet werden müssen. Das sind so die Punkte. Ne? Aber äh, wenn man jetzt mal wieder zurück auf Salesforce kommt, was ist eigentlich der Value Add von so einem Tool? Ne? Das ist halt manchmal schwierig dann, wie kann ich das messen? Solche Tools, wie kann man das bewerten? Genau. Aber Nummer eins, die Erfahrung ist immer, wenn man die Messung nicht klar vorgibt, dann ist es schwierig, das abzuverfolgen. Ja. Das ist Nummer eins. Nummer zwei wird es dann auch schwierig zu sehen, haben wir es eigentlich richtig umgesetzt, ne? Also diese Adoption. Ne? Und dann ist es letztendlich, wenn man dieses Investment tätigt, und da geht es schnell in sechs-, siebenstellige Bereiche. Mhm. Und wenn dann kein Return davon kommt, ne, wenn man jetzt wieder auf Salesforce kommt, Ja. dann kommt auch ganz schnell die Frage, wo ist der Nutzen? Brauchen wir das überhaupt noch? Wo ist der Vorteil geblieben? Und auch dieses wird natürlich dann hinterfragt. Ne? Aber hört sich doch sehr ähnlich an bei uns wie bei Deliver Hero. Das freut mich zu hören. Ja, sind auch gute Fragen, glaube ich, am Ende, ob das Tool wirklich etwas darbringt und dass das jemand auch in der Firma richtig sehen kann mit dem Dashboards, mit der Visibility, das, was du auch, Claudia, erwähnt hast. Sehr schön, sehr gut. Claudia, irgendetwas für die Ergänzung zu dem Thema oder wie siehst du das? Ja, Ja, also ich glaube, das ist ein sehr weites Feld. Wir könnten da jetzt wahrscheinlich noch ja, relativ lange drüber sprechen. Und es ist auch immer wieder spannend, aber ja, ich finde es auch sehr gut, den Austausch zu haben und zu sehen, dass ja, wir wahrscheinlich auf eine Art ganz was anderes machen, auf eine andere Art was ganz Ähnliches machen. ja. Und das ist doch auch immer gut zu hören. Sehr schön, sehr gut. Okay, dann, ich glaube, ja, die zwei Themen sind bestimmt viel breiter als wir heute das auch. Aber guter tiefer Einblick, das ist das, was ich gehört habe. Und ich hoffe, es hat allem auch gefallen. Also vielen Dank für heute. Sehr wirklich gute Konversation und sehr guter tiefer Einblick in, wie die wie man die Tools sichtbar aufbauen kann auf einem Dashboard und wie wird das dann auch bemessen. Und wir haben hier viele gute Beispiele. Vielen Dank für heute. Wir hören uns dann auf dem nächsten Podcast und ja, danke nochmals. Vielen Dank. Genau. Danke.